Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch dieses Muster. Das Muster ist eigentlich recht leicht zu stricken, also muss man ausprobieren. Kann ich mir sehr gut auch bei Mützen vorstellen. So schaut das Muster aus. Das ist die rechte Seite, das ist die linke Seite. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Die Maschen für das Muster habe ich bereits angeschlagen. Maschenanzahl ist teilbar durch 6 plus 3 Maschen. Also ich habe 18 Maschen plus 3 sind 21 Maschen. Die Randmasche hebe ich ab. Wir stricken jetzt die erste Reihe. Jetzt stricke ich 4 Maschen rechts. Zwei Maschen links. Das wiederholen wir. 4 Maschen rechts. Zwei Maschen links. Und noch einmal 4 Maschen rechts. Zwei Maschen links und eine Masche rechts. Ich habe jetzt eine Masche zu viel aufgenommen, deswegen stricke ich jetzt die letzte Masche, also 2 zusammen, aber wie gesagt nur, weil ich eine zu viel angeschlagen habe. So, das ist die erste Reihe. Jetzt wende ich. Jetzt stricken wir alles nach Muster. Also die Randmasche, die letzte Randmasche habe ich rechts gestrickt, die kann man aber auch links stricken. Also ich hebe die Masche so ab, dass der Faden nach vorne kommt. Wenn man links strickt, bleibt der Faden hinter der Arbeit. So, jetzt stricke ich alle Maschen nach Muster. Die erste Masche stricke ich links, dann 2 Maschen rechts. 4 Maschen links, 2 Maschen rechts, 4 Maschen links, 2 Maschen rechts, 4 Maschen links und die Randmasche stricke ich rechts. Wie gesagt, die kann man aber auch links stricken. So, deswegen, weil die letzte Masche rechts gestrickt wurde, lege ich den Faden nach vorne und hebe jetzt die Randmasche ab. Die dritte Reihe stricke ich auch wiederum alles nach Muster. 4 Maschen rechts, 2 links und so weiter. Bis wir am Ende der Reihe ankommen, das sind auch wiederum 4 rechte Maschen, 2 linke Maschen, 4 rechte, 2 linke und die letzte Masche rechts und die Randmasche. Und die vierte Reihe stricken wir auch wiederum alles nach Muster. Ich wende alles, die Randmasche hebe ich ab und stricke ich eine Masche links, 2 rechts, 4 Maschen links. 2 Maschen rechts, 4 Maschen links und so weiter. Also wir stricken so, wie uns die Maschen, sind, alles nach Muster. Die Randmasche stricke ich rechts. So, jetzt wende ich. Jetzt stricken wir die 5. Reihe. So, die Randmasche hebe ich ab. Jetzt haben wir hier 4 rechte Maschen gestrickt. Jetzt gehe ich hinter die rechte Masche, stiche ich hier zwischen den Maschen, stiche ich ein, hole mir den Faden
und ziehe diesen nach vorne. So, jetzt stricke ich alle diese Maschen. Die erste Masche stricke ich rechts. Jetzt stricke ich 2 Maschen links. Und jetzt stricke ich 3 Maschen rechts. So, jetzt wiederholen wir das Ganze. Hier haben wir 4 rechte Maschen. Ich stiche hier ein, hole mir den Faden nach vorne, also zwischen den Maschen einstechen. Und jetzt stricke ich eine Masche rechts, 2 Maschen links und 3 Maschen rechts. Die 2 linken Maschen stricke ich als rechte Maschen. So, und jetzt wiederhole ich das Ganze. Also hier zwischen den Maschen stiche ich ein, hole mir den Faden. So, und jetzt stricke ich eine Masche rechts, 2 Maschen links und 3 Maschen rechts. Und die letzte Masche stricke ich rechts. Die Randmasche stricke ich auch rechts. Schaut es aus. Jetzt wende ich alles. Jetzt stricken wir die 6. Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich eine Masche links. Dann weitere 3 Maschen stricke ich links. Also jetzt haben wir 4 Maschen links insgesamt gestrickt, 4 Maschen links. So, jetzt stricke ich 2 Maschen rechts. Jetzt haben wir diese 2 Maschen und die stricke ich links zusammen. Also 2 Maschen links zusammenstricken. Und das wiederholen wir jetzt alles. So, jetzt stricke ich 3 Maschen links, 2 Maschen rechts und diese 2 Maschen stricke ich links zusammen. So, noch einmal wiederholen wir alles. 3 Maschen links, 2 Maschen rechts und die 2 Maschen stricke ich links zusammen. Und die Randmasche stricke ich rechts. So, das ist die linke Seite. Wir schauen jetzt die rechte Seite an. Das schaut so aus. So, und jetzt stricken wir wieder 7., 8., 9. und 10. Reihen, stricken wir alles nach Muster, so wie die Maschen praktisch schauen. So, die Randmasche hebe ich ab. Also wir haben hier die 4 rechten Maschen. Also das heißt, die erste Masche stricke ich rechts. Dann stricke ich 2 Maschen
links und jetzt stricke ich 4 Maschen rechts. Also diese Masche stricke ich von vorne, je nachdem wie bei euch die Masche liegt, damit es sich ein bisschen nach vorne zeigt praktisch. So 4 Maschen rechts, 2 Maschen links, 4 Maschen rechts, 2 Maschen links, 4 Maschen rechts und die letzte Masche stricke ich auch rechts. Die nächste Reihe wiederholen wir, alles nach Muster. So, ich habe jetzt 4 Maschen links, 2 Maschen rechts, 4 Maschen links und so weiter. Am Ende der Reihe habe ich 2 Maschen rechts, eine Masche links und die Randmasche stricke ich rechts. Dann stricken wir noch 2 Reihen. Also hier die erste Masche rechts, 2 links, 4 Maschen rechts, 2 links, 4 Maschen rechts, 2 links, 4 Maschen rechts. Also stets wiederholen, dann nochmal die Rückseite selbstständig stricken. So, wir stricken jetzt die 11. Reihe. Die wiederholen wir genauso wie die 5. Also ich hebe die Randmasche ab. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts. Jetzt gehe ich hinter die Arbeit, also hinter die 4 Maschen meine ich. Hole den Faden, ziehe mir den nach vorne und jetzt stricke ich eine Masche rechts, zwei Maschen links, und 3 Maschen rechts. Jetzt habe ich wieder die 4 rechte Maschen, hier zwischen stiche ich ein, hole den Faden und stricke wieder eine Masche rechts, 2 Maschen links, und eine Masche, 3 Maschen rechts, 1, 2, 3. Das Ganze wiederholen wir, also hinter die rechten Maschen einstechen, Faden holen, hier vorne eine Masche rechts, dann 2 Maschen links, und die letzte Masche rechts. Und die Randmasche stricke ich auch rechts. Jetzt wenden wir alles. So, die Randmasche hebe ich ab. So, die erste Masche stricke ich links, dann 2 Maschen rechts, 2 Maschen links zusammenstricken, dann noch 3 weitere Maschen links. Zwei Maschen rechts, 2 Maschen links zusammenstricken und noch 3 weitere Maschen links. 2 Maschen rechts, 2 Maschen links zusammenstricken und dann noch 3 weitere Maschen links. Und die Randmasche stricke ich rechts. Jetzt wende ich
alles und jetzt stricken wir weitere 3 Runden, alles nach Muster. Also 2 Maschen rechts, 4 Maschen rechts sind es, 2 Maschen links, 4 Maschen rechts, 2 Maschen links und so weiter. Und dann noch weitere Reihen stricken. Also ich habe dann noch 4 weitere Reihen gestrickt. Also das wäre jetzt die 5. Reihe, wo wir hinter die rechten Maschen diese Masche rausziehen. Dann stricken wir auf der linken Seite 2 Maschen links zusammen und dann noch weitere 4 Reihen nach Muster stricken. Und dann wiederholen wir alles ab der 5. Reihe. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch ganz viele Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.